Das Thema der Varianten haben wir im Eingangsbereich der Videos bei Soft- und Hard-Variations schon einmal kurz dargestellt. Doch woraus bestehen überhaupt Varianten und was bedeuten Varianten insgesamt? Varianten haben bei Amazon immer ein übergeordnetes Produkt. Dieses wird meist in den Suchergebnissen dargestellt. Erinnert euch, bei Soft- und Hard-Variations gibt es da ein paar Unterschiede. Die untergeordneten Produkte, das sind die eigentlichen Produkte, die auch verkauft werden. Das übergeordnete Produkt ist sozusagen nur die leere Hülse, das Parent, was die untergeordneten Produkte zusammenhält. Das Variantendesign ist der dritte Punkt in einer Variante. Das ist die Beziehung, die zwischen den Produkten hergestellt wird. Ja, und da gucken wir uns einfach mal ein paar Beispiele an. Hier haben wir so ein Variantendesign von zum Beispiel dem Bereich in den Notebooks, die Farben oder die Prozessoren. Wir haben aber auch den Bereich Fashion, wo wir natürlich die verschiedenen Farben haben und die unterschiedlichen Größen. Auch im Bereich Handyhüllen, Hundebetten oder Schmuck, überall gibt es vielfältige Kombinatoriken. Im Standard sind maximal 2 verschiedene erlaubt und es gibt auch einige Kategorien, wo man noch mehr miteinander verbinden kann. Das ist aber oftmals den Vendoren vorbehalten und auch nur für den technischen Bereiche. Wichtig hierbei, was man sofort sieht, ist, dass der Bereich Farbe ein eigenes Bild erhalten kann oder eine Farbkachel. Diese pflegt ihr selbst im Seller Central. Bei dem Bereich Bilder- und Variantenpflege machen wir dann aber auch nochmal später in einem Video. Gleichzeitig seht ihr auch, dass die Bereiche nicht mit Standardgrößen gefüllt sind. Da muss nicht bei 15 Blatt 15 stehen. Dort kann auch 15 Blatt DIN A4 stehen. Dort können spezifische Worte eingesetzt werden und auch die Farbe schwarz-grau kann dann im Nachgang immer noch zu der Color Map Anthrazit gesetzt werden. Hier geht es jetzt darum, dass das die Bereiche sind, die der Kunde sieht. Okay, und das ist natürlich sehr, sehr anständig lösbar. Auch muss man überlegen, wie man Multi-Varianten-Themen dann einfach löst, wo man dann doch sagt, komm, wir könnten jetzt hier auch bei dem kleinen Polyester hinschreiben, klein Polyester 80 x 60, Mittel Baumwolle 100 x 80 und groß ist ein Polyester-Baumwoll-Gemisch. Ja, und dann muss der Kunde da nicht noch eine Zusatzauswahl treffen, sondern man kann das da auch mit rein verhaften. Da lassen sich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten abbilden, um nicht nur dieses Zweierkonstrukt zu haben, sondern gegebenenfalls ein Dreierkonstrukt einfach abzubilden. Stellt euch einfach hier vor, hier unten bei den Ringgrößen würde jetzt jeweils noch dastehen 48 Edelstahl, 48 Gold, 48 Silber, 49 Edelstahl, 49 Silber, 49 Gold. Oftmals wird es genau wie ihr jetzt wahrscheinlich auch irritiert seid für den Endkunden unübersichtlich und übertreibt es da auch nicht. Man muss ganz klar sagen, nenn es klar, wie du willst oder wie du denkst, dass der Kunde es genannt haben möchte. Aber bedenke auch, zu lange Wortinhalte können automatisch Dropdown-Menüs erzeugen. Müsst ihr mal prüfen, je nach Kategorie kann das schon bei 20 bis 30 Zeichen losgehen. Zudem, sobald ihr eine Menge überschreitet, in der Norm so bei 33 oder 36, dann zeigt Amazon nicht mehr alle Farbbereiche an mit den Farbbildern, sondern wechselt auch in einen Dropdown-Bereich. Das muss man im Hinterkopf haben und ihr dürft nicht vergessen, der Kunde ist auf eure Seite gekommen. Warum konfrontiert ihr ihn jetzt mit so viel Auswahl? Das sollte man dann doch klar beim Variantendesign nochmal überdenken. Was sollte überhaupt in der Variante? Ist auch immer wieder ein gängiges Problem. Ansonsten mag es das Amazon-System dort relativ einfach. Die Produkte sind praktisch identisch. Die Produkte unterscheiden sich nur in wenigen speziellen Punkten. Der Käufer erwartet auf der Seite, auf der er landet, diese Variante. Ja, und die Produkte können mit einem gemeinsamen Titel beschrieben werden. Das ist auch immer ganz wichtig. Wir sehen das gleich in ein paar Beispielen für die Pros, die Do's und Don'ts, nicht die Pros und Cons.
Das ist soweit klar, aber wo solltest du es eher halt nicht nehmen? Die Produkte unterscheiden sich grundlegend voneinander. Es sind also wirklich zwei Themen, die miteinander nichts zu tun haben. Ihr werdet auch später sehen, dass es sowieso problematisch ist, wenn die Produkte nämlich nichts miteinander zu tun haben, gehören die auch meistens nicht derselben Kategorie an und können gar nicht mehr verheiratet werden. Die Produkte benötigen vollkommen unterschiedliche Produktbeschreibungen. Ja, das kann auch ein Riesenthema sein. Und die Produkte können nicht mit einem gemeinsamen Titel beschrieben werden. Und natürlich, der Käufer würde es schlicht nicht erwarten. Also eigentlich das komplette Gegenteil von dem anderen, was Amazon vorgibt. Nun, wie stellt sich Amazon eine gute, passende Variante vor? Identische Produkte, die sich nur nach Farbe unterscheiden. Ein Produkt in verschiedenen Düften. Ein Produkt, verschiedene Größen und Farben. Wirklich diese typischen, einfachen Standards. Denkt aber bitte an die Soft Variations. Nicht immer sind diese einfachen Standards am Ende für das Amazon-Suchsystem so gut passend. Unpassende Varianten werden gerne als einzelnes Duschgel, Shampoo, parfümierter Puder oder auch Haarkur mit derselben Duftrichtung genommen. Da muss man ganz klar sagen, da hat Amazon schon recht, denn dafür gibt es Bundles. Die virtuellen Bundle kommen ja bald, für die Seller sowieso, für die Vendoren sind sie schon da und dann hat man tatsächlich das Shampoo, die Haarkur und die Haarspülung als Bundle angeboten, aber nicht als Variante, weil die Variante ja eher dafür konzeptioniert ist, kaufe das oder das und nicht in dem Sinne, kaufe das und das. Das muss man ganz klar verstehen. Kurzärmlich, langärmliche T-Shirts desselben Herstellers. Oder hier auch schönes Beispiel, flache Teller, Salatteller, Suppenteller, die alle dasselbe Muster haben. Das wird trotzdem als unpassend bewertet und das müsst ihr auch einfach im Hinterkopf haben. Gerade in den Kombinationen mit Hard Variations, da mag es noch gehen, aber spätestens in Soft Variation Bereichen, wo immer nur ein Produkt nach außen gezeigt wird, kann das schwer werden und das muss man beachten. Was wird in der Suche angezeigt? Jetzt mal unabhängig vom Hard- und Soft-Variation-Video. Habt da bitte im Kopf, dass das je Kategorie anders sein kann. Oftmals wird die passende Child-ASIN zur Suchanfrage dargestellt. Also die passenden untergeordneten Produkte, die am besten matchen. Oftmals ist es aber auch so, dass das meistverkaufte untergeordnete Produkt gezeigt wird. Ja? Und erst durch den Klick auf die Seite kommt der Kunde zu diesem Produkt, ja, aber dann muss er sich für sich das noch zusammen basteln. Ja, dann passiert es auch sehr oft, dass das erste Child in der alphabetischen Reihung von links nach rechts in der Variantenreihenfolge ausgespielt wird. Die Variantenreihenfolge von links nach rechts oder von oben nach unten ist tatsächlich alphabetisch im Normalfall verhaftet und dadurch aber auch führbar durch A. B. C. oder 1. 2. 3. 1, 2, 3, A, B, C und ähnliche Ansätze. Ansonsten gilt es dabei immer die aktuellen Grundlagen natürlich im Hinterkopf zu haben und es gibt wie immer von Amazon sehr gute Hilfsseiten. Einfach im Seller Central das Wort Variante oder Varianten eingeben und schon kommt man in eine direkte Hilfefunktion, wo man die Kernprobleme von Varianten aufbereitet bekommt und mit Informationen und Lösungen bekommt. Andererseits Seller University, wie schon gesagt, werden wir mit einem Link mit reinsetzen. Aber auch hier klare Übersichten, was ist eine Variantenbeziehung, woraus besteht diese, in kurz verständlichen Überblicksbildern, wie diese aufgebaut sind, ja, und auch wie die zu verwenden sind und der Unterschied zu Bundles. Oder ganz klar das, was ich euch schon gezeigt habe. Oder auch einfach, wie man die verschiedenen Modi benutzt, die Amazon zur Verfügung stellt zum Erstellen von Varianten. Ihr seht auch hier immer die schöne Navigation und Weiterführung, häufig gestellte Fragen, was man zu machen hat. Oder schlicht für spezifische Kategorien die Hilfsseiten. Also, entscheidet euch da weise, will ich fast schon formulieren, ob ihr Varianten nutzen wollt oder nicht. Fokussiert euch auf den Kunden und was ihr mit der Variante wirklich erreichen wollt.
dieses ominöse Kumulieren von Bewertungen ist meiner Meinung nach keine wirklich gängige Praxis, die da Mehrwerte bildet, gerade wenn in der Suche dann nur ein Ergebnis gezeigt wird. Das kann man alles besser lösen. Aber wir werden das ganze Thema Varianten nach diesen Basisthemen nun Stück für Stück aufbereiten.